Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M und einem neuen Video. Meine Lieben, ich sag nur All You Can Eat Barbecue. Lecker, deftig, das wird's jetzt. Viel Spaß. Let's go. Meine Lieben, und damit herzlich willkommen zurück hier bei Big M und einem neuen Video. Wir sind mal wieder bei Green Smoke Cologne und möglicherweise seht ihr es schon, nicht nur den netten Mann hier, der uns schon kostenloses Essen für die Ewigkeit ergattert hat mit Stempel Nummer 40, der liebe Philipp. Begrüßt uns heute mal wieder, aber heute mal in einer anderen Variante, denn ich rieche schon, wir sehen schon All You Can Eat Barbecue. Absolut. Was hast du für uns? Heute haben wir richtig geil frisch gegrillten Lachs auf einer Seite gegrillt. Wir haben Grillkartoffeln, Grillgemüse und das war's schon. Mehr machen wir gar nicht, das ist ein Witz. Nein, wir haben noch nicht noch Spare Ribs, Beef Ribs, wir haben geiles Pulled Pork, dazu noch geile Chicken Lollipops und wir haben fantastische Steaks in verschiedenen Ausführungen. Darauf habe ich gewartet. Und diese Steaks grillen wir hier live, die werden vorgesmoked und dann wird das immer schön in Tranchen aufgeschnitten, auf den Teller gelegt, bisschen Salz, Pfeffer drüber und ab dafür. Wir haben hier den Lifetime Pass, das heißt, bei dir habe ich sowieso schon kostenloses Essen für die Ewigkeit. Und falls ihr es euch erinnern könnt, wir haben mal hier in der Nähe ein anderes All You Can Eat getestet, bei Raff. Liebe Grüße gehen raus und ich bin jetzt mal gespannt auf die Unterschiede. Preislich kann ich euch jetzt schon mal sagen, liegen wir bei Raff bei 60 €. Bei dir sind es heute, was man hier hat? 56,90 exklusive Getränke. Also keine Getränke dabei. Deswegen bin ich mal gespannt, ob sich das dann nachher vom Angebot unterscheidet, ob Preis-Leistung auch hier stimmt oder ob es da Preis-Leistung anders ist wie hier. Ich bin gespannt, aber was ich jetzt schon sagen kann, ich war bei Raff, du hast, glaube ich, viel mehr Auswahl, was jetzt so Signatures angeht, weil da ist es quasi auf Brisket, auf Drumsticks, ich sag mal auf 3, 4 Sachen spezialisiert. Dafür gibt es da aber Getränke all-inclusive. Meine Lieben, ich würde sagen, hast du ein Problem damit, wenn ich mir eine Riesenplatte fertig mache? Ja, bei dir ja. Ey, also heute kann er nichts sagen, wir haben heute hier All You Can Eat. Also, du kannst heute nichts sagen. Für mich reicht nicht so ein kleiner Teller. Meine Lieben, wir testen jetzt hier das All You Can Eat Barbecue bei Green Smoke Cologne. Ob sich das Ganze lohnt, wie groß das Ganze wird, das würden wir jetzt sehen. Philipp, ich würde sagen, hau mir die Sachen fertig und dann gehen wir rein da. Meine Lieben, ihr seht's, wir haben uns das jetzt schon mal genommen, was hinter uns im Hintergrund auf den ganzen Wärmeplatten ist. Und der liebe Philipp hat aber auch Sachen, die er nur selber drauf machen lässt. Einmal Terrace Major, einmal Flank Steak, weil du es bist, noch etwas Ribeye Steak. Aber jetzt... Ich wollte gerade sagen, du weißt, dass ich es bin, ne? Das gleiche nochmal. Meine Lieben, wir sind beim All You Can Eat. Da sag ich nicht nein, du. Und jetzt haben wir was, wollen den anderen Gästen aber auch noch. Oh, der Nusret ist am Start. Nusret, hä? Das schaut einer unserer Videos. Nicht da drüber, ne? Ich habe Haare. Sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Also, meine Lieben, ich würde sagen, damit haben wir uns eine ordentliche All You Can Eat Platte fertig gemacht für die erste Runde. Mal schauen, wie viele Runden wir machen oder ob wir danach schon platt sind. Meine Lieben, wir haben hier feinste Steak Cuts. Wir haben erstmal ohne Steak Lachs vorne, Chicken Keulen, dann Short Ribs, Pulled Pork, hinten sogar noch, ich sehe gerade, oh, Barbecue Spare Ribs. Und dann muss ich noch mal schauen, was wir hier an feinsten Cuts haben. Ribeye ist auf jeden Fall mit dabei, Flanksteak ist mit dabei. Und bei dem letzten müssen wir gleich noch mal schauen, was das ist, denn es gibt noch eine dritte Variante. Ein bisschen Grillgemüse, Coleslaw mit dabei, 5 verschiedene Soßen, Sweet Chili, Barbecue, Aioli. Meine Lieben, wir gehen rein, die XXL Barbecue All You Can Eat Platte. So viel wie wir wollen. Wir könnten das jetzt noch 10-mal machen für 53 €. Wir starten und schauen, wie viel es wird. Let's go. Rein da, erstes Stück Steak. Oh. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Was wäre denn jetzt euer Stand jetzt nur fürs Aussehen? Euer Favorite. Bis jetzt? Geil. Pulled Pork fangen wir mal ein bisschen an. Pulled Pork geil. Müssen wir aber aufpassen. Beim Pulled Pork ist so ein bisschen das Gefährliche. Wenn das wird richtig schnell kalt. Deswegen probieren wir das schon mal mit so der ersten Soße. Oh. Oh. Oh, die ist scharf. Halleluja. Oh, wow. Eine scharfe Sweet Chili. Boah, aber Pulled Pork geil. Könnte ich mir auch mit dem Coleslaw gleich vorstellen. Hähnchenkeule. Schaut mal an, wie saftig die ist und wie ich das Fleisch einfach nur abziehen kann. Ho! Ist im Smoker wahrscheinlich auch wieder gemacht, wie auch anders nicht hier. Hat dadurch natürlich keine krasse Haut, aber natürlich zart as fuck, ne? Auch eine Barbecue-Note unten drüber. Ich würde tatsächlich sagen, ein bisschen schärfer. Auch hier können wir die natürlich richtig geil in die Barbecue-Soße tunken. Geil. Short Ribs. Oh. Das ist immer ein Spektakel, das ich liebe. Den Knochen, den man so abziehen kann. Reißen das mal zu. Oh, Halleluja.
Schaut es euch an, wir können es so aufreißen. Brauchen wir gar nicht schneiden. Rein in die Barbecue-Soße. Wow. Wow, wow, wow. Spare Ribs. Man merkt, wir sind hier bei Barbecue-Kenner, ne? Das sind keine normalen Barbecue. All you can eat Spare Ribs. Das ist Barbecue-Essen. Geil. Coleslaw mit dabei. Ein bisschen Grillgemüse und, finde ich ganz nice, der Lachs, der frisch gemacht ist. Oh, der ist zart. Oh, der ist geil. Der hat natürlich so einen ganz anderen Geschmack, ne? Machen wir uns schön noch ein bisschen Limette hier oben drüber. Boah. Also, mich würde es gerne mal interessieren, was wäre euer Favorite hier von der Platte? Hähnchen hat mich selber stark, die Short Ribs absolut Endlevel. Aber wir gehen jetzt noch mal in das ein oder andere Steak rein. Meine Lieben, die Schlange wird größer, hier wird es lauter und wird auch geschmackvoller. Mal schauen, ob wir das Ganze schaffen und wie der Abend hier noch so weitergeht. Aber eins geht weiter und das ist das Soßen- und Fleischspektakel. Meine Lieben, ihr seht, wir sind 9 Minuten jetzt Stand dabei. Wir haben schon gut was von der Platte weg. Ich gehe mit euch noch mal ein bisschen ins Pulled Pork mit Krautsalat, ein bisschen Grillgemüse. Das Grillgemüse ist geil. Ich finde halt wirklich so eine leichte Beilage, finde ich immer ein bisschen besser als jetzt so groß Ofenkartoffeln etc. pp. Ich finde Coleslaw muss immer mit beim Barbecue mit dabei sein, weil er einfach noch diesen Sahnegeschmack hat. Einfach sehr lecker, wie gesagt. Schreibt es gerne mal rein, was euer Favorite ist. Stand jetzt. Da habe ich bei den Short Ribs, bei der Hähnchenkeule und das, was ich hier schon mal so krass gefeiert habe, das Flanksteak. Und dann natürlich, das habe ich gerade auch schon erwähnt, Sophie-Soße, wie man will. Und natürlich Fleisch oder auch wahlweise Fisch und Beilagen. Falls ihr das Ganze, wie gesagt, gerne mal versuchen, probieren wollt, dann müsst ihr bei Greensmore Cologne einfach schauen. Die haben das nämlich nicht jeden Tag oder jede Woche oder jeden Sonntag, sondern regelmäßig 1-2 Mal im Monat spezielle Termine. Aber Stand jetzt, meine Lieben, ihr seht's, wow. Also, meine Lieben, ihr seht, 18 Minuten sind wir dabei und wir wollten mal kurz schauen, wie es aussieht. Ihr habt gerade so ein bisschen noch, ich sag mal, so einen kleinen Geschmack gefunden. Coleslaw habe ich so gut wie weg. Aber das Grillgemüse hat tatsächlich auch nochmal, ich sag mal, ja, ein Grillaroma. Und lässt sich auch mit dem einen oder anderen Steak geil kombinieren. Klar, wenn wir jetzt noch hier schön, ich sag mal, in so eine kleine Kräuter-Knoblauchsoße gehen, ist das jetzt mal so eine Sache, wo ich sage, boah, macht das Spaß. Unabhängig wie viel wir mal essen, unabhängig wie mal eine Challenge ist. Aber das hier jetzt mal zu probieren, zu testen und alle Geschmäcker durchzuhaben, obwohl es so viel Fleisch ist, obwohl es so massiv ist und wir gehen können, wie wir wollen, Nachschlag holen etc. pp. Macht es einfach nur Fleisch. Ich wollte schon sagen, macht es einfach nur Fleisch, macht es einfach nur Spaß. Weil das ist, glaube ich, das, was hier bei dem All You Can Eat im Vordergrund steht. Ich habe gehört, meine Family ist jetzt gerade aufgestanden und hat sich jetzt den ersten oder holt sich jetzt den ersten Teller. Konnten es nicht mehr abwarten, bis sie sich was holen. Und ihr seht, die Tür geht auf, wir haben hier im Hintergrund, die Tür geht zu. Die Leute haben Spaß, die Leute haben einfach nur guten Hunger, guten Geschmack, glaube ich auch. Und wir schauen, dass wir unsere erste Platte mal so weit durchbekommen. 20 Minuten bricht gleich an. Der Vorteil hier beim All You Can Eat ist, man muss sich das Ganze jetzt nicht wie wir auf so einer Platte draufpacken. Ich finde es aber ganz geiler jetzt mit euch, ich sag mal, damit ich auch nicht jetzt mal aufstehen muss, dass man halt immer wieder gehen kann, alles durchtesten kann und auch immer wieder frisch bekommt. Ne? Das ist ja eher der Sinn der Sache bei dem All You Can Eat. Aber wir haben es jetzt quasi hier auf einer Platte, damit wir es einmal groß präsentieren können. Ne? Aber ich glaube, wenn ich privat unterwegs wäre, würde ich mir safe Teller für Teller holen. Da wüsste ich auch mal gerne, wie viele Teller es sein würden. Aber Stand jetzt haben wir die Riesenplatte. Und auch die schmeckt geil. Also meine Lieben, wir gehen in unsere letzte Short Rib rein und dementsprechend das wahrscheinlich hier und das selbst nach einer halben Stunde noch, ja 40 Minuten zarte Fleisch. Ja. Also deswegen habe ich es mir bis zuletzt nochmal aufgehoben. Ich glaube, die Short Ribs ist bei dem All You Can Eat hier mein Highlight, mein Favorite, was einfach auch zu Namen und ich sag mal passend zu dem All You Can Eat Barbecue hier einfach passt. Die Steaks und alles brauchen wir nicht überreden. Premium, Klassiker, schlechthin.
Aber die Short Ribs, die sind es hier. Das ist der Grund, warum diese, ich sag mal, Short Ribs, wenn ihr es seht, meine Lieben, halt so geschmackvoll sind. Das ist alles, wenn ihr das hier seht, so, ne, pures Fett und Knorpel. Aber das macht es natürlich dann nochmal geschmackvoller, ne? Kann man nicht anders sagen. Damit nehmen wir uns unsere letzte Short Rib. Und ich überlege gerade, wir haben das ja auch bei dem, beziehungsweise machen es ja immer ganz gerne. Wir gehen jetzt nochmal dreckig, wie ich immer ganz gerne sage, nochmal so zusammen in alle 4 Soßen rein, bis auf die scharfe. Die trifft gerade nicht meinen Geschmack, weil die wirklich scharf ist. Vor allem der Aioli-Dip hat es mir angetan am Ende. Und damit haben wir jetzt so, ich sag mal auf entspannt, 43 Minuten gebraucht, um jetzt hier, ich sag mal, die größte, ich sag mal, All-You-Can-Eat-Barbecue-Platte, die wir uns jetzt hier zusammengestellt haben selber, ich sag mal, plus das eine oder andere Cut, wenn ihr es ja im Video gesehen habt, was mehr drauf gepackt wurde, geschafft haben. Und Halleluja, meine Lieben, selbst ich muss euch sagen, ich bin echt gut, dass ich sage, ich könnte jetzt nach Hause gehen, weil es einfach so viel war, es so viel Fleisch gewesen ist und wir haben mit den Beilagen schon echt gespart, ne? Und dementsprechend sage ich jetzt hier für 40 Minuten, die wir durchgegessen haben, so viele Geschmäcker probiert haben, sei es jetzt mit den Soßen, sei es mit den Steaks, die Short Ribs, meine Favorite, sei es die knusprigen bzw. die saftigen Hähnchenkeulen, wie ihr gesehen habt, oder ganz klassisch Pulled Pork mit ein bisschen Krautsalat. Ich bin echt mal gespannt, was ihr dazu sagt, was euer Favorite wäre von der Platte. Ihr habt es gesehen, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Eins darf hier nicht fehlen, auch wenn, und das ist ein bisschen schade, dass hier beim All You Can Eat nicht dazu gehört. Ich habe aber gesagt, wir bestellen es mal jetzt einfach, nur um zu sehen, was das Ganze hier noch abrunden würde. Und das wisst ihr, ist eins, natürlich die Dessert. Also meine Lieben, damit ist angerichtet. Der komplette Nachtisch im Hause Green Smoke Cologne. 3 Löffel, 3 verschiedene Dishes. Und ich bin jetzt mal gespannt, was euer Favorite wäre. Ich habe hier schon alle 3 durch, fand alles 3 geil. Ich weiß, was mein Favorite ist. Ich bin gespannt, was euer wäre. Wir gehen rein. Ich würde sagen, von rechts nach links. Starten mit unserem Schoko Brownie. Fluffy, ausgemacht. Warm. Aber das Highlight hier, eine gesmokte Sweet Schokoladensoße. Und damit so richtig schön in der Mitte in den Brownie rein mit ein bisschen Vanilleeis. Das Signature-Dessert hier, weil es wirklich eine hausgemachte, gesmokte Sweet Schokoladensoße ist. Mit Chili, leichte Schärfe. Deswegen muss das Vanilleeis mit rein. Dann kommen wir, würde ich sagen, zu unserem Pistazien-Soufflé. Habe ich selten, dass wir, ich sag mal, einen kleinen Lava-Cake-Soufflé mit Pistazie haben. Dazu die Sahne. Oh, der ist crazy. Oh, der ist crazy. 1000-mal. Der flasht mich gerade. Habe ich noch nie in der Weise probiert. Der ist geistkrank. Der ist geistkrank. Der ist geistkrank. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich hier schon immer gefeiert habe. Apple Crumble. Hausgemacht. Und ihr seht's, der ist am Dampfen und deswegen feiere ich ihn hier mit richtig fetten Apfelstückchen, oben Crumble, kaltes Vanilleeis. Es war mein Favorite. Ich bin gespannt, ob es weiter bleibt. Geisteskrank. Geisteskrank, Leute, kein Scheiß, ich meine es wirklich ernst. Ihr habt das All You Can Eat Buffet gesehen, die Short Ribs, meine Favorites, aber auch so viele Cuts für 50 bis 55 Euro, exklusive Getränke, die Nachtische. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das hat mich gerade komplett umgehauen mit dem Pistazien-Soufflé. Mein Favorite bleibt der Apple Crumble. Der ist schön heiß, so viele Äpfelstücke drin, leicht Zimt und dann diese Crumble-Stücke. Meine Lieben, wir gehen rein in die Dessert-Challenge. Wir gehen rein in das Green Smoke Cologne All You Can Eat. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wie gesagt, Link dazu findet ihr alles in den Shownotes. Gerne abchecken. Bin ich auf eure Meinung zum Video gespannt. Mir hat's geschmeckt, mir hat's Spaß gemacht, mir hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße von Green Smoke Cologne aus Köln. Ciao, ciao.